Ich habe da gerade was Besonderes gesehen, da müssen wir mal rumfahren. Wow, 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 wow. Jetzt kommt die Sonne noch mal schön raus. London Bridge im Sonnenschein. Und einen Slingshot könnt ihr hier auch mieten. This is Scott. Once again, thank you very much, You're Scott. very welcome. Yeah. Thank you for stopping at Action Line. Of course, it was a thrill. It was Real really pleasure nice. talking to a German I really with really overexpensive enjoyed it. RVs. Yeah. Wie ich schon gesagt habe, ne? Die Wüste lebt. Im 7. Stock bin ich hier vom Riverside Dunloughlands Resort and Casino. Und da habe ich hier doch eine ziemlich große, halt euch mal meine Hand zum Größenvergleich rein, Cricket hier am Fenster sitzen, die es hier einfach sich gemütlich gemacht hat. Das ist mein Blick aus dem Hotelzimmer. Wenn ihr jetzt mal da drüben auf den Tank achtet, wo Casino drüber steht, da steht genau Casino und dann relativ klein RV Park, Loveland, Nevada. Das ist auch genau das, was ihr hier jetzt in dieser Fläche seht. Hier sind also ohne Ende Wohnmobile mit Slideouts und noch und nöcher direkt gegenüber vom Casino. Warum jetzt Hotelzimmer, statt da drüben im RV-Park zu stehen mit einem kleinen Camper? Ich habe mich dort auch schlau gemacht, also den kleinsten vernünftigen Camper, den ich hätte kriegen können für diese Buchungszeit 16 Tage, hätte mich ungefähr 2.500 Euro gekostet. Ja, da habe ich dann auch gleich das Fahrzeug dann natürlich, aber das ist doch schon eine ganz eklatante Menge Geld, denn gleichzeitig konnte ich jetzt das Auto, das ich aktuell fahre, ich habe sogar die Kategorie Sportwagen buchen können. Das ist das erste Mal mir dieses Mal gelungen. Habe da sogar einen Dodge Challenger mir dann aussuchen können dafür. Und für diesen habe ich für dieselbe Zeit nur ungefähr 740, 750 Euro bezahlt. Hinzu kommt dann auch, dass auch die Campingplätze hier eine ganze Ecke kosten. Also bei dem RV-Park hier gegenüber, ich habe jetzt gerade doch nochmal auf die Schnelle nachgegoogelt. Da bin ich jetzt so bei aktuell Minimum $30 pro Übernachtung. Ich habe also auch schon ohne Ende jetzt Händler für Boote, Makler für Boote hier gesehen und für RVs. Vielleicht gucke ich mir gleich für euch noch mal ein paar RVs an. Aber jetzt geht es erstmal zur berühmten London Bridge. London Bridge ahead. Schön beflaggt mit dem Union Jack. Diese Brücke hat tatsächlich mal in London gestanden, ist dann ja, durch einen Neubau ersetzt worden und von einem Amerikaner ersteigert worden, um ihn hier in Lake Havasu dann wieder originalgetreu wieder aufzubauen, um damit einen Touristenmagneten zu haben. Das hat ganz gut geklappt. Hier sehen wir sie in voller Pracht, komplett zerlegt, über das große Meer, über den Atlantik hierher transportiert und jetzt auch schon seit sehr langer Zeit in Lake Havasu ja, eine lokale Attraktion. Ne? Der Lake Havasu ist eigentlich der aufgestaute Colorado. Wir sind in Arizona. In Arizona dürfen Waffen offen getragen werden. State Law. Wer dann also als Gastgeber das nicht wünscht, kann durchaus solche Schilder anbringen und das Hausrecht damit ausüben. Und hier haben wir mal wieder ein schönes Beispiel dafür, was mit Schildern passiert. Unter UV-Einstrahlung und unter Hitzeeinwirkung hier auch. Ne? Aber was ganz Ähnliches macht der Pössl-Schriftzug auf dem schwarzen Schaf. Nicht mehr. Habe ich entfernt. Video kann ich euch verlinken. Aber ich habe noch ein paar Schriftzüge drauf. Nächstes Frühjahr.
sind die auch dran. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt so einen Aufkleber sehe, denke ich mir so, oh mein Gott. Weil das war echt viel Arbeit. Ich habe da gerade was Besonderes gesehen, da müssen wir mal rumfahren. Wow! Your car? That's an actual barn find? There was a barn until a tornado hit it. Ah! You know, I'm German, so every time I see a Porsche, Oh yeah. especially those old ones, A lot of people in the States don't even recognize it. the United States don't recognize that this is a Porsche. I had people come up to the gas station like, what kind of car is that? Oh wow! To each their own. Wow, 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 wow. Is it a 356, right? Yes. 1960. 1960. Man kann hier sogar noch so Reste von der Porsche-Beschriftung erkennen. Aus einer Scheune und in der Scheune von einem Tornado getroffen worden. Okay, die Tür ist schon mal ausgetauscht. It's still 1600. Und die Stahlfelgen sehen etwas neuer aus, damit man das Fahrzeug bewegen kann. Different cams. Channels. Where are you from in Germany? Germany in northern part. Okay. 15 kilometers north of Hamburg. Oh, okay. I've been to Hamburg a few times. Yeah. So, and I wish you all the best with the car. It will be restored? Yes, that's why I'm taking it. Taking Ah. it for sure. I already rebuilt the engine. Ah, perfect, perfect. Love to see that. Thank you. Take care. You too. Bye bye Porsche. Oh, schöner Zufall. Und jetzt wird das Fahrzeug aber auch wieder aufgebaut. Also als erstes geht es an den Engine Rebuild, an den Wiederaufbau der Maschine. Das heißt aber auch, die Maschine ist noch da. Auch das ist ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Die London Bridge von Lake Havasu nochmal von der anderen Seite. Ursprünglich ist diese Brücke gebaut worden im Jahre 1830 und ging über die Themse in London. In 1968 wurde diese Brücke dann gekauft von der Stadt London von Robert P. McCulloch. Der hat dann die äußeren Granitstrukturen, die äußeren Granitblöcke von der Brücke abgeschnitten, rausgeschnitten und sie in die Vereinigten Staaten transportiert, sodass sie in die Konstruktion dieser neuen Brücke mit eingebaut werden konnten. Es ist also nicht komplett die gesamte Brücke 1:1 nachgebaut worden, sondern darunter, die drunter liegenden Strukturen sind schon dann neueren Datums gewesen, 1968, und von außen mit diesen zurechtgeschnittenen Steinen dann verkleidet worden. Ziel war dabei natürlich ein Touristenmagnet für diese künstliche Planstadt dann zu erzielen, sodass man da gleich etwas hat, was die Touristen dann anziehen kann. Und wie man sieht, das hat ganz gut funktioniert. Die Stadt gibt es heute noch und sie ist ziemlich lebendig, würde ich mal sagen. Es gibt hier doch einiges zu sehen, zu machen, zu tun. Das ist natürlich auch für einen Amerikaner, der vielleicht nie in seinem Leben nach Europa reist, was ganz Exotisches hier, ne? Ich habe in London solche Drachen noch nie gesehen. Selbst in London sieht man diese Telefonzellen mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Aber hier ist noch eine beliebtes Fotomotiv, auch wenn die Fenster schon alle raus sind. Jetzt kommt die Sonne noch mal schön raus. London Bridge im Sonnenschein. Einen Slingshot könnt ihr hier auch mieten. Kostet für 4 Stunden 250. Dann könnt ihr mal einen Slingshot fahren. Rubber Duck Safari. Und das sind dann offensichtlich die Rubber Ducks. Admiral Quaker, Quaker Jack, Fire Quaker, Dirk Duckler und 2 Boote, die keinen Namen mehr haben. Die Idee finde ich lustig. 5 Stunden Tour, 1 Stunde Lunchstop für $398 für bis zu 2 Leute, für $20 dazu kann man dann sogar 4 Personen dann mitnehmen. Wenn man hier in den Gorge reinfährt,
Das kann schon ein lustiger Tag auf dem Wasser sein. Nach diesen Drachen ist dann doch noch eine besondere Geschichte zugewiesen. City of London. Die Stadtgrenzen der City of London sind traditionell von diesem heraldischen Drachen markiert worden, sodass dieser Drachen hier vor Ort die Grenze des London Lands in Lake Havasu City dann darstellt. Bye bye Porsche, bye bye London Bridge. Diesen Teil muss ich jetzt leider als Voice-Over machen, denn das Mikrofon war ausgefallen, der Akku war alle. Ich habe Scott getroffen in Lake Havasu, Wohnmobilhändler. Der hat mir dann einen Schnelldurchgang über den US-Markt ermöglicht. Wir befinden uns hier in einem Winnebago Class C, also das ist in den USA in 3 Klassen aufgeteilt. Klasse C sind LKW-Chassis mit einem entsprechenden Wohnmobilaufbau, hinten auf dem sogenannten Truckbed, üblicherweise mit Alkoven. Das Fahrzeug hier ist aus dem Baujahr 2019, also noch recht jung, und man sieht auch hier, der Erhaltungszustand ist 1A. Das Fahrzeug hat 40.000 Meilen erst gelaufen auf einem Ford-Chassis. Die Küche ist auch in einer ansprechenden Größe ausgestattet mit einem anständigen großen Gasherd, aber da sagte Scott gleich mit dazu, in den USA geht man auch zunehmend von Gas weg mittlerweile. Es wird viel mit Strom gekocht inzwischen, dass man dann Landstrom dann oftmals auch voraussetzt dabei, sodass also viele Fahrzeuge keinen Gasherd mehr haben und Backöfen dabei auch zunehmend dann auch unüblich geworden sind, werden auch meistens nicht mehr eingebaut. Dieses Fahrzeug, ein Winnebago aus 2019 mit ca. 40.000 Meilen, hat einen Aufrufpreis von 55.000 US-Dollar. Da kommt natürlich die State Tax noch mit dazu, die ist ja in den USA immer vom Verkaufsstaat dann abhängig, wie viel Mehrwertsteuer man quasi da zahlt. Es gibt Staaten, da zahlt man gar keine. Ein Klasse B, das wären so unsere Kastenwagen, unsere ausgebauten Kastenwagen, wie mein schwarzes Schaf ja zum Beispiel auch, hatte er leider nicht auf dem Hof. Daher sehen wir uns jetzt ein Class A an, wie man hier an den Klappen sieht, mit Absorberkühlschrank ausgestattetes Fahrzeug. Das sind üblicherweise Buschassis, auf denen das aufgebaut ist, nennt sich dann Klasse A. Ist Liner vergleichbar und eine sehr beliebte Klasse. Dieses Modell ist vom Hersteller Sightseer, hat einen Slide-Out sogar, der ist im Moment eingefahren. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das, was da jetzt von Holz umrahmt ist, kann man nochmal ausfahren. Dann wird natürlich dieses Wohnzimmer nochmal viel größer. Man erlaubt es sich sogar, eine extra Sitzgruppe fürs Essen zu machen und dann davor noch das Sofa hinzustellen. Achtet mal auf den Fahrersitz. Wie sauber und hier das alles noch ist. Das ist, wie gesagt, Baujahr 2004. Pfleglich behandelt und mit 50.000 Meilen für das Alter hat er eigentlich fast nichts gelaufen. Auch die Nasszelle hier, da ist nichts vergilbt. Ihr habt dann auch das WC getrennt auf der anderen Seite. Das sind schon top ausgestattete Fahrzeuge. Und für dieses Fahrzeug wird aufgerufen in eine Verhandlungsbasis von 42.000 US-Dollar. Und als letzten in der Reihe schauen wir uns dann nochmal diesen Fleetwood an, ebenfalls Klasse A. Der ist noch einen Ticken älter, Baujahr 2000, hat aber bereits einen Austauschmotor bekommen. Es handelt sich um einen sogenannten Dieselpusher, so nennt man in den USA-Fahrzeuge, wo die Diesel-Engine dann hinten im Heck eingebaut ist. Da sieht man eben auch die Verwandtschaft zu Reisebussen. Dieser Austauschmotor hat erst 3000 Meilen gelaufen, mit Nachweis. Also, ne? Und jetzt achtet mal darauf, wie hier dieses Fahrzeug ist. Also da ist auch nicht der kleinste Fleck dran, das ist alles noch picobello. Ja, Scott zeigt schon da drauf, das einzige Manko, da ist immer noch ein Röhrenfernseher verbaut, er muss selber drüber lachen. Das ist natürlich aus der Zeit gefallen, das sollte man mal ersetzen. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie weit hier die Wege sind in solchen Liner-Fahrzeugen, bis man dann tatsächlich mal hinten im Schlafzimmer ankommt. Da legt man doch tatsächlich ein bisschen Strecke zurück. Also hier sind wir nur wirklich endgültig in einer Klasse, die man in Düsseldorf auf dem Caravansalon dann in Halle 5 finden würde. Eine richtige Liner-Kategorie. Und sowas fahrt ihr üblicherweise mit einem Pkw-Führerschein in den USA. Hier schmeißt Scott sogar nochmal den Diesel an.
ist. Also wirklich butterweich gelaufen. Also schade, dass wir das jetzt nicht hören können. Das ärgert mich wirklich, dass ich nicht gemerkt habe, dass die Batterie quasi in meinem Mikrofon alle war. Direkt danach habe ich es gemerkt. Das heißt, gleich hört ihr Scott dann auch nochmal im Originalton. Aber das war eine schnelle, schöne Runde. Hat mir Spaß gemacht. Also das muss ich unbedingt bei Gelegenheit nochmal wiederholen. This is Scott. Once again, thank you very much, You're Scott. very welcome. And Yeah. Thank you for stopping at Action Line. Of course, it was a thrill. It It's was a real really pleasure nice. talking to a German I really expensive enjoyed it. RVs. Yeah, they're not really expensive. Right now, I've got sound on because the battery was down, so I have to have a voice over all the other footage now. So, have a Pleasure. good one. You Pleasure. too. See Have ya. a good day. See ya.